Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 17. November 2025. Hamburger Familie stirbt im Türkei-Urlaub. Eine Familie aus Hamburg hat im Türkei-Urlaub ein tragisches Schicksal erlebt. Eine Mutter und ihre zwei Kinder sind in Istanbul gestorben, vermutlich wegen einer Lebensmittelvergiftung. Die Behörden in Istanbul haben die Ermittlungen gestartet. Sie haben Proben an den Orten genommen, an denen die Familie gegessen hat. Außerdem wurden 4 Mitarbeiter dieser Restaurants festgenommen. Die Polizei hat die Beweise an das Institut für Rechtsmedizin weitergegeben, um die genaue Todesursache zu klären. Auch das Hotel der Familie wird jetzt untersucht. Medien berichten, dass die Polizei dort weitere 4 Verdächtige festgenommen hat, darunter einen Verantwortlichen des Hotels. Alle Gäste mussten das Hotel verlassen und in andere Hotels umziehen. Die Behörden haben viele Gegenstände aus dem Gebäude mitgenommen, um sie im Labor zu testen. Zuvor waren 2 andere Hotelgäste mit ähnlichen Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus gebracht worden. KI-Sänger erobert die Country-Charts. In den USA ist ein KI-Sänger namens Breaking Rust sehr erfolgreich. Sein Song Walk My Walk steht seit Mitte Oktober auf Platz 1 der digitalen Country-Charts. Der künstliche Sänger hat über 2,5 Millionen Hörer im Monat und ist damit erfolgreicher als viele bekannte Country-Sänger. Auch andere KI-Musiker wie Xania Monet schaffen es in die US-Charts. Mehrere bekannte Sängerinnen, darunter Dua Lipa und SZA, kritisieren diesen Trend. Sie sagen, dass KI-Musik ein unfairer Wettbewerb ist. Mehr Kinder in Deutschland sind armutsgefährdet. In Deutschland waren im Jahr 2024 rund 15,2% der Kinder und Jugendlichen armutsgefährdet. Das bedeutet, etwa 2,2 Millionen Minderjährige lebten mit sehr wenig Geld. Ein Jahr vorher waren es noch 14%, sagt das Statistische Bundesamt. Deutschland liegt damit unter dem EU-Durchschnitt. In der Europäischen Union waren zuletzt 19,3% der jungen Menschen armutsgefährdet. Ob Kinder arm sind, hängt von vielen Dingen ab. Zum Beispiel vom Geld der Familie, von der Wohnsituation und davon, ob ein Elternteil allein erzieht. Deutschland plant neue Regeln für geflüchtete Ukrainer. Für Ukrainer, die ab 1. April 2025 nach Deutschland kommen, sollen die Leistungen sinken. Sie sollen dann die gleichen Leistungen bekommen wie Asylbewerber, also deutlich weniger als beim Bürgergeld. Seit 2022 hatten Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Grundsicherung, ohne ein Asylverfahren zu durchlaufen. Bundeskanzler Friedrich Merz sagt außerdem, dass junge Männer aus der Ukraine besser in ihrem Land bleiben sollten, weil sie dort gebraucht werden. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.